Kriegt das Finanzamt eigentlich etwas mit, wenn du Gold oder Krypto steuerfrei verkaufst? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher beschäftigen. Viele fragen sich, ob eigentlich das Finanzamt informiert wird, wenn man Gold oder Krypto steuerfrei verkauft, wenn man in Deutschland ansässig ist wenigstens. Du weißt ja wahrscheinlich, dass du sowohl Gold als auch Kryptowährungen nach einem Jahr Haltefrist steuerfrei verkaufen kannst. Jedenfalls, wenn es sich um sogenannte private Veräußerungserlöse handelt. Wenn du natürlich gewerblich mit Krypto tradest oder mit Gold, dann geht das nicht. Aber wenn du die einjährige Haltefrist beachtest und es handelt sich um private Veräußerungserlöse, dann sind diese steuerfrei nach der einjährigen Spekulationsfrist. Weil sie steuerfrei sind, bedeutet das auch, dass du diese Verkäufe nicht in deiner Steuererklärung aufführen musst. Also ich sage mal, das geht das Finanzamt letztlich damit auch nichts an. Die Frage ist, erfährt das Finanzamt über anderem Weg, dass du Gold verkauft hast oder dass du Kryptowährungen verkauft hast? Warum ist das überhaupt wichtig? Du könntest ja sagen, naja, ich muss ja sowieso keine Steuern bezahlen. Ich habe ja demnach auch nichts zu verheimlichen. Warum soll das Finanzamt das eigentlich nicht mitbekommen können? Warum soll der Staat nichts davon wissen, dass ich diese Verkäufe getätigt habe? Nun, bei vielen unserer Community ist es natürlich so, dass man ein ungutes Gefühl dabei hat, wenn der Staat zu viel über mich selbst weiß. Wenn der Staat also Dinge über mich weiß, die ihn eigentlich nichts angehen. Denn man befürchtet, dass der Staat dieses Wissen dann in Zukunft vielleicht missbrauchen wird. Und gerade wer Vermögen hat, der macht sich hier besonders große Sorgen, denn es wird ja allerorten von Vermögenssteuern gesprochen, die möglicherweise irgendwann einmal eingeführt werden können, die es ja auch in Ländern wie der Schweiz oder in Spanien zum Beispiel gibt, in Deutschland einmal gab, aber möglicherweise wieder eingeführt wird. Manche machen sich dann ganz große Sorgen. In Deutschland gibt es ja zum Beispiel ein Lastenausgleichsgesetz. Das wurde nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet. Da wurden dann Immobilienbesitzer mit einer Zwangshypothek belegt. Man hat also auch hier die Sorge, kann es möglicherweise, wenn es dem Staat wirtschaftlich richtig schlecht geht, wenn es zu einer Wirtschaftskrise kommt, wenn es vielleicht zu einem weiteren Krieg kommt, kann es dann dazu kommen, dass es zu einem weiteren Lastenausgleich kommt, kann es dazu kommen, dass davon vielleicht auch anderes Vermögen betroffen ist. Andere wiederum möchten vielleicht auswandern und brauchen dazu ein wenig Kapital, deswegen wollen sie vielleicht Gold oder auch Krypto verkaufen oder sie möchten gerne ihr Gold in Deutschland verkaufen, weil sie Gold in Zukunft im Ausland kaufen wollen, zum Beispiel in Singapur, weil sie es nicht mehr für sicher halten, wenn sie es weiterhin in Deutschland aufbewahren. Und da ist es ja meistens am praktikabelsten im Grunde genommen, wenn man verkauft und dann wiederum neu kauft im Ausland, damit man nicht das Gold, die Edelmetalle transportieren muss. Oder wie ich erst gerade eben schon gesagt habe, jemand möchte vielleicht auswandern, möchte aber dann natürlich möglichst geräuschlos aus Deutschland weg. Nicht, weil er etwas zu verbergen hat, aber weil er Ärger, Zeit und Kosten sparen will und hier nicht noch irgendwelche Turnübungen mit dem Finanzamt vor sich haben will. Nun, es gibt gute Gründe für viele, dass man sagen kann, naja, ich möchte eigentlich nicht, dass der Staat jetzt weiß, was ich an Gold, was ich an Edelmetallen, was ich an Krypto habe oder hatte. Ich möchte keine schlafenden Hunde wecken, auch wenn ich natürlich nichts zu verbergen habe, wenn ich keine Steuern zu bezahlen habe, wenn diese Verkäufe steuerfrei sind. Wie gesagt, man muss sie nicht in der Steuererklärung angeben und daher nun die Frage, ob das Finanzamt vielleicht auch anderweitig davon erfährt. Übrigens gibt es natürlich die gleiche Frage auch bei Immobilien. Dort ist es genau das Gleiche. Wenn ich eine Immobilie verkaufe nach einer 10-jährigen Haltefrist, wie du weißt, zum Teil auch schon früher, wenn sie selbst bewohnt ist, dann ist doch dieser Erlös steuerfrei. Dann muss ich auch diesen Erlös nicht in der Steuererklärung nennen. Also schauen wir uns das einmal an. Gibt es hier vielleicht Meldungen an das Finanzamt seitens der Banken oder seitens der Goldhändler, wenn ich Gold verkaufe? Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass jetzt ein spezifischer Verkauf von Gold, einer Immobilie oder auch von Krypto nicht dem Finanzamt gemeldet wird. Noch nicht jedenfalls. Wenigstens muss man das hinsichtlich Krypto sagen. Denn ab 2027 wird es in Deutschland DAC 8 geben oder den KAF. Da bekommt dann das Finanzamt einmal jährlich eine Liste sämtlicher deiner Kryptotransaktionen. Bis dahin aber gibt es hier keinen
automatischen Austausch ans Finanzamt, das gleiche auch nicht bei Goldverkäufen und natürlich das gleiche auch nicht bei Immobilienverkäufen. Aber jetzt kommt natürlich ein entscheidender Punkt. Es gibt hier verschiedene andere Wege, wie das Finanzamt möglicherweise darüber erfährt. Gerne möchte ich dir folgendes Beispiel erzählen. Wir haben einen Mandanten und der hat sehr früh, das heißt im Grunde genommen vor 2015, hier große Mengen an Bitcoin gekauft, also tatsächlich hunderte von Coins. Und du kannst dir vorstellen, was diese Coins, die er damals vielleicht für 100, 200 Dollar erworben hat, heute wert sind. Er hat irgendwann aufgehört zu arbeiten, er hat demnach auch keine Steuererklärung mehr eingereicht und hat halt immer wieder mal ein paar Coins verkauft, wenn er dann Geld brauchte für eine Anschaffung, um vielleicht eine Immobilie zu kaufen etc. So, und auf einmal hat er es dann mit der Steuerfahndung zu tun bekommen. Die haben ihm nämlich Steuerhinterziehung vorgeworfen, denn er hätte ja so große Beträge verdient durch diese Kryptoverkäufe, aber keine Steuererklärung eingereicht. Also da muss ja wohl etwas im Busch sein. Sicherlich hat er Steuern hinterzogen. Das hat die Steuerfahndung ihm so gesagt. Nun, es ist eben so, dass diverse Kryptobörsen und auch andere Online-Plattformen, wie zum Beispiel Airbnb, was jetzt natürlich mit Gold oder Krypto nichts zu tun hat, den Staat darüber informieren, das Finanzamt darüber informieren, was dort so alles läuft. Und das war genau bei diesem Mandanten der Fall. Das heißt, er hat sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen, aber das Finanzamt hat durch die Kryptobörse davon erfahren, hat gesehen, dass es keine Steuererklärung gibt und konnte sich nicht vorstellen, dass man als Privatier nur von steuerfreien Kryptoerlösen leben kann und hat dann gleich mal mit der Faust draufgeschlagen. Gut, da ist da nichts passiert, man konnte das Ganze klären, aber natürlich hat das sogar dem Mandanten teure Anwaltskosten verursacht und natürlich auch jede Menge Stress. Keiner hat gerne Ärger mit dem Finanzamt, keiner sieht sich gerne Vorwürfen ausgesetzt wie diesem. Ein anderes Beispiel, eine Mandantin von uns hatte eine Immobilie verkauft in Deutschland und hat damit dann eine Immobilie in Panama verkauft. Das heißt, auf ihrem Konto kamen, sagen wir mal, 500.000 Euro an und sie hat dann 400.000 als Beispiel nach Panama weiter überwiesen, um dort dann wiederum eine Immobilie zu kaufen. Auch hier stand nach kurzer Zeit der Staatsanwalt vor der Tür. Er hat nämlich Geldwäsche vermutet. Hier gab es letztlich eine Meldung, vermuten wir, man weiß es ja nicht wirklich, aber wir vermuten es, von der Bank ans Finanzamt. Das Finanzamt hat sich das angeschaut, weil Panama natürlich als Steueroase bekannt und natürlich diesbezüglich auch in der EU verschrien ist. Auch dieser Vorwurf konnte natürlich dann aus der Welt geschafft werden, aber auch hier wieder Ärger, teure Anwaltskosten und dann war das Geld erstmal eingefroren und es ging dann alles eben länger als erwartet, was dann auch wieder lästig ist. Also, das Finanzamt bekommt automatisch nichts mit von deinen Verkäufen aus Gold, Krypto oder eben auch Immobilien, aber es sind eben diese Kontrollmitteilungen, die zum Beispiel Banken machen oder es sind eben die Meldungen, die Kryptodienstleister bisher an die deutschen Behörden machen und dann ab 2027 über CAF-DAC8 ja sowieso ein regelmäßiger Informationsaustausch stattfindet. Sie sind es, die das Finanzamt hier möglicherweise alarmieren können, was dann wiederum für dich zu Konsequenzen führt, die man, wie gesagt, aus der Welt schaffen kann. Aber da wird der Staat natürlich schon mitbekommen, was da genau bei dir läuft, möglicherweise, und dich dann eben auch, ich sage mal, durchleuchten. Das alles fließt dann in eine schöne digitale Akte ein und führt dann dazu, dass der Staat jede Menge über dich weiß. Kannst du etwas dagegen tun? Nein, im Grunde genommen nicht. Nun, du kannst natürlich, sagen wir mal, im Fall der Banken proaktiv handeln. Du kannst der Bank zum Beispiel erklären, was hier genau passiert. Du kannst der Bank sagen, ich bekomme Geld aus einem Verkauf einer Immobilie und möchte dann eine weitere Immobilie in Panama erwerben, sodass die Bank diese Transaktion nicht als verdächtig ansehen würde. Das muss nicht funktionieren, möglicherweise kann es funktionieren. Aber wenn ich mich jetzt auf das Kryptobeispiel von vorne beziehe, hätte das ja ohnehin nicht funktioniert. Auch bei Goldverkäufen stellen wir fest, dass es immer wieder zu Dokumentationsproblemen kommt. Man kann nicht erklären, wie lange man dieses Gold schon hat, weil man die entsprechende Dokumentation nicht hat. Oder weil das Gold vielleicht einem vererbt wurde von einem Verwandten. Man bringt es zu einer Bank, man möchte es verkaufen, aber die Bank kauft das Gold nicht ab, macht aber dann trotzdem eine Kontrollmitteilung an die Behörden. Auch da kannst du natürlich relativ wenig machen. Sicherlich, du kannst einen Privatverkauf machen. Das funktioniert immer, aber auch hier hatten wir schon Mandanten, die dann einen Privatverkauf gemacht haben, die dann Bargeld hatten in rauen Mengen und dann versucht haben, dieses Bargeld bei der Bank einzuzahlen. Das hat dann wiederum auch nicht funktioniert, weil die Bank so viel Bargeld nicht annehmen wollte und das Ganze noch aus einem undokumentierten Goldverkauf. Also da beißt sich dann die Katze in den Schwanz.
Also, wenn du in Deutschland bist, wirst du nichts daran ändern können. Jetzt kannst du allerdings natürlich Deutschland verlassen, weil du zum Beispiel auswanderst, und wenn das tatsächlich dein Ziel ist, könntest du dann natürlich im Nachhinein zum Beispiel der Bank, zum Beispiel im Crypto Exchange, deine neue Adresse mitteilen. Und dann gibt es natürlich keine Kontrollmeldung mehr ans deutsche Finanzamt. Möglicherweise an dein neues Wohnsitzland, aber dort ist man wahrscheinlich weniger aggressiv und möglicherweise sind ja solche Einkünfte dann sowieso steuerfrei und es interessiert ohnehin niemanden. Aber solange du in Deutschland lebst, solange du bei der Bank deine deutsche Adresse hinterlegt hast, wird man diese Kontrollmitteilung, die ich gerade eben genannt habe, kaum verhindern können. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du eine Auswanderung planst, wenn du dein Vermögen sichern willst, wenn du Steuern im Ausland optimieren möchtest, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau zu solchen Themen beraten. Wie ziehe ich richtig ins Ausland um? Wie melde ich mich korrekt in Deutschland ab? Wie kann ich verhindern, dass es zu größeren Problemen mit dem Finanzamt kommt im Rahmen einer Auswanderung? Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserem Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.